Heute möchte ich mich ganz herzlich bei Peter bedanken, denn er hat mir eine Mail geschickt und hat mir unter anderem den Hinweis gegeben, was ist denn eigentlich nitrosativer Stress und wie kann man denn eigentlich herausfinden, was dahinter liegt, beziehungsweise was führt zu einem nitrosativen Stress und was kann man tun? Und das ist ja schon ein sehr interessantes Thema, zumal wir ja immer wieder auch in den Gesprächen miteinander die Bedeutung der Mitochondrien besprochen haben. Und die Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke. Also jede Zelle ist ein kleiner eigener Organismus. Und diese Mitochondrien sind in der Lage, über ihre sogenannten Atmungsketten, in Abhängigkeit dessen, was der Körper ihnen zur Verfügung stellt, was sie benötigen zur Energieherstellung, 38 Millimol ATP, Adenosintriphosphat, herzustellen. Also unterm Strich eine Zelle, die ausreichend versorgt ist mit gesunden und starken Mitochondrien, eine Zelle, die auch einen gesunden Mitochondrienstoffwechsel hat, und ein Organ, das aus Zellen besteht, die ausreichend Mitochondrien haben, ist ziemlich stark, robust und den Aufgaben des Körpers gewachsen. Jetzt gibt es sehr viele Dinge in unserem Leben, die auf diese Mitochondrien auch negativ einwirken. Und eine große Medikamentengruppe hat da einen ganz großen Einfluss. Und das sind die Antibiotika. Anti ist gegen und Bios das Leben. Und gerade Antibiotika, die nicht nur außerhalb der Zelle arbeiten, sondern intrazellulär, haben einen großen Effekt auf den Einfluss der Mitochondrien. Das heißt, teilweise irreversibel können Mitochondrien damit zerstört werden. Damit heißt, eine Zelle kann die Mitochondrien nicht neu wieder aufbauen. Mitochondrien sind wie Kleinstlebewesen. Die haben ihren eigenen Stoffwechsel und ihre eigene genetische Information. Diese Mitochondrien haben wir pro Zelle ungefähr 1000 bis 1500. Wenn Sie jemand sind, der gerne Sport macht, der auch weiß, dass er seine Vitalität nur in der Bewegung und in der Kraft aufbauen kann, wird sich auch ein ziemliches großes Reservoir an starken Mitochondrien aufbauen. Auf diese Energieleistung können Sie immer wieder dann zurückgreifen. Viele Erkrankungen sind sogenannte Mitochondriopathien. Und damit habe ich eine Schwäche meines Organs Leber. Damit habe ich auch eine Schwäche meiner Bauchspeicheldrüse, weil wenn die Energieleistung dieser Zellen nicht in Ordnung sind, geht die funktionelle Leistung des Organs zurück. Sie können sagen Mitochondriopathie der Nieren, wenn Sie von einer Niereninsuffizienz, von einer schwachen Nierenleistung sprechen. Oder wenn die Muskulatur der Blase einfach zu schwach ist und Sie damit ständig zur Toilette müssen und eine Reizblase haben oder der Urin tröpfelt, dann heißt es, dass die Muskulatur des Blasenmuskels im Rahmen der energetischen Versorgung zu schwach ist. Damit kann die Kontraktion und Erschlaffung nicht adäquat angepasst funktionieren. Jetzt fragt mich der Peter, erklären Sie doch mal den nitrosativen Stress. Was ist denn das? Jetzt muss man wissen, dass wir in uns und fast allen Zellen Stickmonoxid produzieren. Dieser Stickmonoxid, NO, ist also wichtig für uns. Er ist deshalb wichtig und er wird zum Beispiel aus der Aminosäure L-Arginin gebildet. L-Arginin ist zum Beispiel in den Erdnüssen, in Kürbiskernen, im Rindfleisch, in Garnelen oder auch im Hühnerfleisch. Dieser Stickmonoxid hat Aufgaben, und zwar eine der wichtigsten biologischen Aktivitäten von NO ist, dass er die Abwehr von Bakterien reguliert.
Es ist also die Zytotoxizität, sagt man, also der Angriff von Bakterien auf die Zellen, wird über Stigmonoxid abgewehrt. Das andere ist, dass Stigmonoxid einen vasodilatierenden Effekt hat auf unsere Gefäße. Das heißt, eine ausreichende Stigmonoxid, nicht Gabe, sondern Vorliegen, bedeutet, dass die Gefäße gut regulierbar sind in ihrer Anspannung, aber auch in ihrer Entspannung. Entspannte Gefäße haben keinen Blutdruck, im Sinne angespannte Gefäße sorgen für einen hohen Blutdruck. Der ganze mitochondrale, auch Energiestoffwechsel, wir haben da 5 sogenannte Atmungsketten, die unter einer unglaublichen, tausenden Reaktionen, biochemischer Reaktionen ineinander abgestimmt ablaufen, werden vom NO mit reguliert. Und noch was anderes, die Sekretion vom Glutamat, das ist sehr wichtig für die Synapsen, also präsynaptischen Spalt. Wenn ein Nerv eine Signalübertragung an den nächsten gibt, wird auch über das NO reguliert. Jetzt gibt es aber in unserem Leben eine Menge von sogenannten Stressoren, die zur Folge haben, dass die Stigmonoxidproduktion angefeuert wird. Weitaus über dieses Maß hinaus, was der Körper eigentlich benötigt. Aber was ist das alles? Eins habe ich schon genannt. Das sind auch Antibiotika. Das sind Toxine wie Schwermetalle, Leichtmetalle, Aluminium, Arsen, Palladium, Blei, Kupfer, Quecksilber. Also Dinge, die wir vielleicht gar nicht in dem Moment wahrnehmen, weil wir sie gar nicht erkennen. Weil Aluminium in jedem 5. Markenlippenstift einfach dabei ist. Weil jede dunkle Haarfarbe Blei enthält und was sie sich auf die Kopfhaut machen, das ist leider auch dann im Organismus. Das Rauchen, ganz großes Thema für nitrosativen Stress nennt man das. Bewegungsmangel kann zu einem Ansteigen gegenregulatorisch von NO führen. Halswirbelsäulentraumata, also diese Auffahrunfälle, diese Schleudertrauma. Der Dr. Bodo Kuklinski, für alle meine Kollegen, hat ein sehr schönes Buch geschrieben vor Jahren über das HWS-Trauma. Und Sie werden erkennen und verstehen, dass eine Instabilität der Halswirbelsäule, und ich sage das jetzt auch, für die unglaublich vielen Menschen, die nicht ernst genommen werden, weil man vielleicht im Moment gar nichts mehr erkennen kann an einer Wirbelsäule, an einem CT, an einem MRT, aber die Wirbelsäule, die HWS, in eine Instabilität gebracht haben und demzufolge in einem chronischen nitrosativen Dauerstress sich befinden, der sich auf einer körperlichen Ebene in Folge abspielt. Sie werden in diesem Buch mindestens 6 bis 8 Seiten von Krankheitsbildern und Symptomen finden, die auf einen nitrosativen Stress zurückgehen infolge eines HWS-Traumas. Ich muss Ihnen sagen, wir Ärzte müssen uns darum kümmern, weil das sind Menschen, die unglaublich über Jahre und Jahrzehnte leiden. Das sind Belastungen, welche auch mit einem zu starken Sauerstoffverbrauch verbunden sind. Das sind auch Mikrozirkulationsstörungen, die dann stattfinden durch eine Übersäuerung, durch eine schlechte Durchblutung. Denken Sie bitte nur an das ganz große Wort Stress. Stress infolge dessen, was der Stress selber mit dem Körper macht, weil er natürlich nicht Stresshormone ohne Ende produzieren kann und der Mensch steht jetzt, und gerade diese Zeit ist natürlich unglaublich,
wie viel Ängste und wie viel Panik und wie viel Stress wir auch Menschen im Moment kompensieren müssen. Und der eine ist dafür mehr anfällig und der andere natürlich weniger. Und dann kommt noch das eigene Leben dazu. Alles das sind Dinge, die natürlich unser Körper kompensieren muss. Und diese Kompensation führt dazu, dass mit einer Erhöhung von diesem Stickmonoxid Entzündungskaskaden sich eröffnen. Man nennt das proinflammatorische Zytokine innerhalb des Immunsystems, stimulieren jetzt eine zelluläre Immunantwort. Es gibt eine Menge von Enzymen, also Biokatalysatoren, die durch diese hohe Menge an Stickmonoxid gehemmt und damit natürlich auch der Energiestoffwechsel runtergefahren wird. Und das Runterfahren heißt natürlich auch, es entsteht jetzt eine Erschöpfung. Generalisiert kann das passieren. Auf der anderen Seite gibt es eine Erhöhung von Glutamat. Und Glutamat ist der Glutamatrezeptor, der wird jetzt massiv im Gehirn stimuliert. Damit öffnen sich Rezeptorkanäle und Calcium kann einschleusen. Wenn Calcium zu sehr einschleust, kann es zu einem Funktionsverlust der Nervenzellen kommen. Und wenn es zu einem Funktionsverlust der Nervenzellen kommt, dann ordnen wir da eine Reihe auch von Krankheitsbildern ein, die mit dem Nervenstoffwechsel zu tun haben, wie Parkinson, wie Tremor. Tremor, Zittern ist nicht immer Parkinson. Das kann auf ganz anderen Ebenen ein Problem sein. Und dieser nitrosative Stress, der führt zu einer Erhöhung zum Beispiel vom Cholesterin. Der erhöht die Anfälligkeit auf Allergen, nicht mehr adäquat auf ein Allergen zu antworten. Ein Allergen kann sein, zum Beispiel das Hühnereiweiß, es kann aber auch das Getreide sein oder die Blütenpollen. Warum reguliert mein Immunsystem über? Das ist Allergie. Neurologische Erkrankungen habe ich gesagt, Nahrungsmittelintoleranzen. Ich vertrage Dinge nicht mehr. Ich reagiere mit einer Entzündlichkeit nach 4 bis 70 Stunden und verändere damit wesentlich meine Darmgesundheit. Vergessen Sie nicht, 80% unserer Immunität ist die Schleimhaut. Und die Schleimhautimmunität zu verlieren, heißt auf der anderen Seite natürlich den Weg und die Anfälligkeit für Krankheit zu vergrößern. Dazu kommt Müdigkeit und Stress und Kopfschmerzen und was alles schon genannt ist. Man kann also über den nitrosativen Stress, den man messen kann, die Produkte messen, die sich dann aus diesem zu hoch Stickmonoxid entstehen. Das ist das sogenannte Peroxynitrit, das ist das Nitriltyrosin und das ist die Methylmalonsäure. Methylmalonsäure ist ein ganz Wunderparameter, den man im Urin messen kann und ein Marker ist für das Vorhandensein von ausreichend Vitamin B12, was absolut durch den hohen Anteil von Stickmonoxid jetzt in die Knie geht. Wir messen kaum das Vitamin B12 im Blut. Und wenn, dann gibt es einen riesen Referenzbereich. Und wenn ich Laborwerte beurteile, dass ich Vitamin B12 im Blut gemessen habe, dann muss das immer am obersten Ende sein oder gerne auch noch ein bisschen drüber. Also so unter dem Motto in der Mitte und gerade unten wäre noch ausreichend, gilt nicht für die Vitamin B12-Versorgung. Und B12 ist das wichtigste B-Vitamin für den Mitochondrienstoffwechsel. Natürlich neben Vitamin B6, B2 und den anderen. Das heißt,
Diese Methylmalonsäure und auch Citrullin als Marker des nitrosativen Stress kann ich im Urin messen. Das ist eine Urinmessung, Morgenurin. Das Nitrosen als Folgeprodukt und Langzeitmarker auch eines nitrosativen Stresses kann man sehr gut auch im Serum messen. Es ist wichtig, dass man versteht, dass auch so wichtige Aminosäuren wie L-Tryptophan, wie Tyrosin und L-Tryptophan zum Beispiel, ist ein Eiweiß, ist ein Aminosäurebaustein für den Aufbau von 5-HTP. Aus 5-HTP wird Serotonin, unser Glückshormon, und aus dem Serotonin wird Melatonin. Damit können wir gut schlafen. Melatonin ist eines der wichtigsten Antioxidantien und hat eine hohe protektive Wirkung bei hormonaktiven Tumoren. Also Ovariar, Eierstock, Brustkrebs, Peritoneal, Bauchdeckenbefall und auch Prostata beim Mann. Wenn diese Aminosäuren unwirksam gemacht werden, kann ich also kein Serotonin ausreichend bilden und auch nicht das Melatonin. Beim Tyrosin ist es noch ein bisschen gefährlicher, weil daraus wird Dopamin. Daraus wird Adrenalin, Noradrenalin, Melanin. Und wenn die Verstoffwechselung jetzt nicht weitergeht, dann kann ich bei einem Dopaminmangel natürlich dann auch ein Parkinson-ähnliches Bild entwickeln. Deshalb ist das eine große Basisuntersuchung, die man auch wunderschön bei Kindern machen kann, weil es natürlich nicht wehtut durch eine Blutabnahme. Das ist nitrosativer Stress und es sollte eine Basisuntersuchung sein für alle Menschen, die eine auch Belastung haben, die nicht im Akutzustand zu verstehen ist, sondern die sich chronifiziert hat. Spätestens. Wir machen diese Untersuchung auch als präventive Maßnahme, um einfach zu wissen, ob der Körper sein Gleichgewicht halten kann. Wenn wir eine erhöhte Methylmalonsäure feststellen, das heißt, wir wissen, dass die Zelle mit zu wenig Vitamin B12 auskommen muss, dann geben wir B12 in Form von Hydrocobalamin. Und dieses Hydrocobalamin, die Schulmedizin, basiert auf einem Depot von 1000 Mikrogramm pro Monat. Ich gebe dann fast 5000 manchmal am Tag und ziehe über einige Tage das richtig hochdosiert an, weil ich der Chance eines Körpers mit 700 Billionen Zellen die Chance geben will, hier erstmal sich wieder aufzusättigen. Man kann wirklich schwer mit Vitamin B12 überdosieren. Dann geht man natürlich mit der Dosierung wieder runter und kann durch eine entsprechende Depotinjektion langfristig das erstmal gut auch monatlich stabilisieren. Sie brauchen zu B12 immer das B9, das ist die Folsäure. Es gibt eine Reihe von Menschen, die haben einen Defekt in der Umwandlung der inaktiven in die aktive Folsäure. Deshalb verwenden wir sehr gern das MTHFR. Das ist die aktive Folsäure und verbinden die immer in der Gabe vom Vitamin B12. Es ist wichtig zu wissen, was die Mitochondrien brauchen und was einen hohen nitrosativen Stress in der Gegenkompensation senkt. Und das ist auch alle B-Vitamine. Dazu C, E, A und Vitamin D. Vitamin D bitte immer in der öligen Form und in Verbindung mit K2. Alle Substitutionen, die man macht, denen muss vorausgehen, dass man sich einen Überblick geschafft hat über das Mineralienangebot meines Körpers. Lassen Sie einmal die intra- als auch extrazellulären Mineralien bestimmen. Wenn ich sage extrazellulär, dann sind das die im Gewebe außerhalb der Zelle zu finden sind, wie Calcium, Natrium und Chlorid.
Wenn ich von intrazellulär spreche, dann meine ich, die 70% dort auch wirken. Dann nützt es mir nichts, dass ich sie außerhalb der Zelle messe. Ich muss ja wissen, wie viel bleibt der Zelle. Hier geht es um einen sehr, sehr, sehr sensiblen Energiestoffwechsel. Und das ist natürlich Magnesium und Kalium. Und Sie können auch sehr gerne immer noch mal eine intrazelluläre Messung mit Zink machen. Sie werden sehen, dass Sie einen Zinkmangel vielleicht haben und wissen es nicht. Aber Zink ist ein super Talent. Ohne Zink kann das Immunsystem niemals seine Aktivität aufbauen. Ohne Zink werden 400 bis 500 Enzyme nicht bedient. Und Enzyme sind Biokatalysatoren. Das sind wie so der Brennstoff, dass eine Reaktion überhaupt in Gang kommt. Also unglaublich viele Dinge. Daneben natürlich sekundäre Pflanzenstoffe. Alles, was bunt an Gemüse da ist so hochwertig für unseren Energiestoffwechsel. Ob das Paprika, Gurken, Tomaten sind, Trauben, Cystein, Curcumin, Alpha-Liponsäure, aber auch Melatonin, von dem wir sprachen, Glutathion als wichtigste Basis für unsere Entgiftung. Ich gebe den Menschen kaum Glutathion, sondern immer L-Cystein. Sie kennen das zum Beispiel, das ACC 300, wenn Sie Husten haben. Das ist die Vorstufe vom Glutathion, aber ohne Glutathion keine Entgiftung und wichtig für diesen Stoffwechsel intrazellulär. Und es ist eine wertvolle Untersuchung, die Sie auch einmal an sich präventiv tun sollten, aber spätestens dann, wenn irgendetwas an Ihre Tür klopft, machen Sie sich ein Bild über Ihren sogenannten nitrosativen Stress. Sie kommt dort über diese Parameter indirekt an Antworten auf Fragen, die Sie sich stellen, warum Ihr Körper aus dem Gleichgewicht geraten musste. Denn er selbst macht keinen Fehler. Und wenn er woanders etwas korrigiert, muss er woanders etwas wegnehmen. Ihm stehen selber nur die Dinge bereit, die Sie dafür auch Sorge tragen im Leben. Und Sie kanalisieren im Stress die Verteilung in eine Stresssituation, die er für sich registriert, als alles diesen Stress zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich die große Sorge, die ich habe, gerade in dieser Zeit. Achten Sie auf sich. Versuchen Sie, eine große Ruhe zu bewahren. Und diese große Ruhe, die ist nicht einfach dahergesagt. Die wünschte ich mir, dass sie wieder einzieht in Ihr Leben, weil das hat dann nichts mit nitrosativen Stress zu tun, der sich entwickeln kann, wenn Sie im Leben eine Bewusstheit leben und damit natürlich in der großen Liebe auch zu sich selbst und Ihrem Körper versuchen zu verstehen, warum er vielleicht die ein oder andere Entwicklung nehmen musste. Aber schön ist, dass man ganz oft auch sieht, wie der Körper dankbar diese Hilfe annimmt und leise sich wieder in sein altes Muster einschwingt und den Blutdruck gar nicht mehr benötigt oder das Herz aufgeht oder die Rhythmusstörung sich beruhigt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen ganz schönen noch Sonntagabend. Vielleicht bieten diese Visitesendungen ein bisschen auch Gesprächsstoff, Dinge vielleicht einmal miteinander zu besprechen, Dinge vielleicht in seinem Leben zu verändern und nicht, weil der Doktor sagt, du solltest das tun, sondern weil man es einfach will, weil man es jetzt versteht und weil man sich auch das wichtig ist. Denn es gibt ja wirklich Tausende von Krankheiten, aber Gesundheit gibt es nur eine. Und darauf basiert 99% unseres Glücks. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Sonntagabend und freue mich sehr auf den nächsten. Auf Wiedersehen.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.